Herzlich willkommen. Wir sind Franzi und Fabian und befinden uns seit längerem auf einer Fahrradweltreise ohne Ziel und Zeitlimit. Derzeit sind wir auf dem Weg zu einem unserer Zwischenziele, dem Nordkap. In diesem Video nehmen wir dich mit an die Ostküste Schwedens. Entdecke gemeinsam mit uns die Natur, die Weiten und lass dich von unserem minimalistischen Reisestil per Rad und Zelt inspirieren. Hälsingland. Hier fahren wir jetzt hoch. Wir befinden uns hier an der Tröne Gamla Kirka. Das ist eine Kirche, die aus dem 13. Jahrhundert stammt. Das ist eine mittelalterliche Kirche, die wirklich die älteste aus der gesamten Region hier ist. Und damals, in dem letzten Jahrhundert, wurden sehr viele Kirchen restauriert. Und diese Kirche ist davon verschont geblieben und deswegen sieht sie noch so alt aus. Wunderschön. Nach unserem Kulturprogramm war es ein ganzes Stück Arbeit, den botnischen Meerbusen entlang Richtung Norden zu fahren. Über nahezu verlassene und verkehrsfreie Strecken, jedoch oft mit losem Untergrund und vielen Steigungen. Belohnt wurden wir mit einem privat anmutenden Schlafplatz, nicht am Meer, aber an einem von Schwedens zahlreichen Seen. Wir waren da eben drin. Es ist wie, als hätten wir hier so einen kleinen Privatzugang zum See. Wir haben uns beide natürlich gesäubert. Das musste auch mal wieder sein. Jetzt riecht es und sieht es tatsächlich ein bisschen nach Regen aus, aber halb so wild. Zelt steht ja schon. Außenzelt muss noch drüber. Wir müssen allerdings noch kochen. Und deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir das vor dem Regen auch noch schaffen, was in den Magen zu bekommen. Guten Morgen. So, wir haben gut geschlafen. Und jetzt müssen wir hier wieder hoch, vom See weg. Geht es einmal hier rauf, müssen wir jedes Fahrrad einmal zu zweit machen, weil es so steil ist. Aber wir hatten einen sehr schönen Platz. Hast du gut geschlafen? Jo. Sehr schön. Diese bunten Bänder findet man häufig am Wegesrand. Überbleibsel der Jagd. In Schweden werden nicht nur Elche gejagt, sondern auch Bären. Am nächsten Tag ging es, wer hätte das gedacht, wieder auf Schotterwegen entlang vieler Bäume. Unsere Mission: einen Supermarkt finden und Vorräte aufstocken. Wir sitzen vor dem ICA, unserem Lieblingssupermarkt hier in Schweden, und schaut mal, was wir vom Vortag bekommen haben für 30 Kronen, umgerechnet 2,50 Euro. Diese ganze Tüte voll mit Brötchen und mit Kanelbullar und diesen Puddingteilchen. Ja, ich gebe dir was. Was willst du denn? Zimt oder Pudding oder Brötchen? Ja, alles. Dann fangen wir mal mit dem Puddingteilchen an. Die süße Stärkung in Form des typischen Gebäcks Schwedens, Zimtschnecken, auch genannt Kanelbullar, sollten wir noch brauchen. Denn aus hügeligen Schotterpisten wurden sandige Steigungen, die es in sich hatten. Wir wollen nach Norwegen, über die Berge. Das hier ist gerade der Anfang. Weiter! Also eigentlich dachten wir, an der Ostküste wird es weniger hügelig werden. Ich glaube, wir haben uns getäuscht. Asphalt? Ein Traum. Loser Untergrund, Schotter, Waldwege und Wiesenwege? Machbar. Aber Sand ist unser Todfeind. Unsere Reifen haben zwar gutes Profil, auch sind sie mit 55 Zoll breiter als die Norm, jedoch wiegen unsere Räder mit Gepäck 55 und 65 Kilogramm. Dass die Kilos im Sand nicht wegrutschen, ist ein kraftraubender Balanceakt. Schotter!
Schotter! Schotter! Schotter! Wir hätten nie gedacht, dass wir uns so über Schotter freuen. Wuhu! Guten Morgen, es ist 9 Uhr. Wir sind eben panisch vom Platz, wo wir gecampt haben, weg. Die Mücken haben uns sowas von belagert. Mückenhochsaison. Ja, wir haben Mückenspray, wir sprühen uns auch immer ein. Trotzdem sind wir beide übersät mit Mückenstichen. Nachdem wir jetzt vor den Mücken geflüchtet sind hinter uns die Bahngleise. Aber hier ist eine Fläche, hier sind keine Bäume und keine Seen, also mückenfrei. Und deswegen gibt es jetzt erstmal Haferflocken. Mein Kaffee ist fertig. So, Radreise Live-Check. Es hat angefangen zu pieseln. Wir haben unsere Regenjacken an. Wir sitzen immer noch an den Bahnschienen. Eben sind ein paar Züge vorbeigefahren. Ich wäre da ehrlich gesagt ganz gerne eingestiegen. Ja, solche Tage gibt es auch. Stimmung ist gekippt. Kein Bock auf gar nichts. Alles scheiße. Wir haben keinen Strom mehr. Sonne ist ja nicht da, unser Solarpanel hilft also auch nicht. Alles ist leer gesaugt, alle Powerbanks, alle Handys. Das heißt, heute gibt es kein Hörbuch, kein Entertainment on the road. Und ja, die Landschaft pisst mich gerade an, das Wetter ist scheiße. Wir haben kein Wasser, um überhaupt unser Geschirr abzuwaschen, schon seit gestern Abend nicht. Wenn man jetzt irgendwo in den Wald gehen würde, an den See, um sich vielleicht unterzustellen, würden einen die Moskitos auffressen. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt gerade machen. Wir sitzen hier jetzt im Regen, können nirgendwo hin. Das ist halt auch manchmal Radreise. Aber ohne schlechte Tage, keine guten Tage. Fabian holt gerade Wasser bei der netten Frau, die da wohnt. Ja, desto weiter wir hier auch hochfahren, ja, desto schwieriger wird es auch für uns Wasser zu bekommen. Also eigentlich ja, klingeln wir schon seit Tagen immer an Häusern, um wieder unsere Wasservorräte auch aufzufüllen. Die Leute sind meistens ganz nett. Man muss aber tatsächlich sagen, dass die Schweden jetzt nicht so die Smalltalk-Meister sind. Also da wird schon relativ wenig geredet. Wir werden auch sehr wenig überhaupt angesprochen. Und ja, die sind dann doch sehr wortkarg und nicht so kommunikativ. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch irgendwie an uns. Ich will ja jetzt nicht hier irgendwie was Falsches sagen. Aber ja, wenn man das jetzt doch so mit anderen Ländern vergleicht, durch die wir gefahren sind, gerade so den südlichen europäischen Teil, ist schon auf jeden Fall ein großer Unterschied zu bemerken. So, wir sind wieder im Wald auf Schotter angekommen. Es regnet immer noch und durch die Nähe zum Wald kommen natürlich auch durch den Regen noch mehr die Mücken wieder raus. Ja, wir kommen langsam voran. Also wir sind mittlerweile komplett zerstochen. Also ich habe Stiche am Hintern, ich habe Stiche im Intimbereich. Wir gehen hier draußen auf Toilette und ja, da ist man dann natürlich in den Momenten auch sehr ungeschützt. Es ist super unangenehm, gerade ja, wenn man dann den ganzen Tag Fahrrad fährt. Ja, also heute ist tatsächlich Real-Life-Check auf Radreise hier in Schweden. Es ist nicht immer einfach, ne? Man hat auch mal schlechte Tage, aber das Schöne ist, nachdem wir heute nicht mal unsere Sachen abwaschen konnten, da hinten ist eine Kirche, da laufe ich gleich hin, dann können wir endlich mal abwaschen und wir warten jetzt einfach so lange hier, bis es aufhört zu regnen. Also den ganzen Tag. Dann halten wir einfach mal zusammen und dann fahren wir weiter. Wir halten immer zusammen.
Es gibt nichts Schlimmeres, als mit kaltem Wasser Geschirr abzuwaschen, besonders wenn du mit Öl gearbeitet hast oder irgendwie Tomatensoße und die Finger sind auch noch kalt wegen dem Wetter. Neuerdings machen wir uns einfach den Pott heiß und dann geht das viel besser mit dem Abwaschen. Da sind wir echt nie drauf gekommen. So, wir sind hier jetzt an der Ostsee in Schweden angekommen. Richtig, richtig schön hier. Und wie es der Teufel möchte, haben wir keinen Strom mehr gehabt. Es war alles leer. Unsere gesamten Powerbanks waren leer, unsere Handys waren leer. Ich hatte auf dem Navigationsgerät noch 30%. Franzi konnte gar nichts mehr. Und jetzt haben wir hier einfach 4 Steckdosen gefunden. Jetzt werden wir uns mal hier so ein bisschen aufbauen, Pause machen und gucken, ob uns gleich jemand wegschickt. Aber ich denke mal, es geht schon klar, dass wir hier 1-2 Stunden mal ein bisschen laden. Unsere Handys sind aufgeladen, unsere Drohne ist aufgeladen. Da können wir euch sicherlich heute noch oder morgen hier was zeigen von der Gegend. Es hat auch nicht mehr geregnet, die Laune hat sich wieder ein bisschen gehoben und wir sind jetzt auf der Mission Schlafplatz an der Ostsee und das sieht schon ziemlich vielversprechend aus. Auf einer Radreise liegen unterschiedliche Emotionen so dermaßen nah beieinander. Es gibt Tage, da gehen wir regelrecht durch Wechselbäder der Gefühle. Hier bleiben wir, oder? Mega schön. Ja. Und auch hier war es wieder da, das Phänomen, welches uns so oft auf unserer Reise begegnet. Dieser eine Moment, diese eine Begegnung, dieser eine magische Ort, der uns sofort wieder in Erinnerung ruft, wozu wir das Ganze eigentlich machen. Wie sehr wir es lieben und welches Privileg wir selber geschaffen haben, so ein Leben zu führen. Dieses Paradies mitten in der Natur, direkt an der Ostsee, hat uns für all die Widrigkeiten der letzten Tage entschädigt. Vergessen war der Regen, vergessen der Schweiß, die Anstrengung, die Moskitos. So sieht es mitten in der Nacht gerade hier aus, in Schweden. Es ist tatsächlich 4 Uhr und ja, wir sind jetzt da angelangt, dass Tag und Nacht einfach gleich aussehen. Ja, ich bin eigentlich auch noch total müde. Ich war nur gerade Pipi machen und wollte euch das einfach nicht vorenthalten. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Fabi holt Wasser aus der Ostsee, um unser Geschirr abzuwaschen und dann fahren wir heute weiter. Wir hatten hier gestern einen wunderbaren Pausentag, hatten richtig geiles Wetter, waren auch baden und ja, haben das richtig genossen, diesen Platz hier für uns zu haben. Also wirklich Premium, wunderschön. Gleich werden unsere Räder gepackt und dann fahren wir die Küste weiter hoch bis nach Sundsvoll. Echt super, super geil hier auf dem Küstwegen. Richtig geile, fahrbare, geteerte Straße. Wenig Autos, wenig Verkehr, wenig Menschen. Vegetation super vielreich. Ganz viele verschiedene Pflanzen, dicken Steine, moosbewachsener Untergrund, Tannen, Pinienbäume. Ja, und der Geruch des Sommers, dass hier alles am Blühen ist. So stellt man sich Schweden doch vor. Einziges Manko, diesmal haben wir zwar genug Wasser,
aber dafür nicht genug zu essen. Auf den nächsten 50 Kilometern kommt kein Supermarkt und wir haben nur noch 2 kleine Packungen Instant-Nudeln, was für uns schon echt wenig ist. Da müssen wir auch jetzt mal ein bisschen uns die Zähne zusammenbeißen und geradeaus durchballern. Aber das kriegen wir schon irgendwie gedeichselt. Warnung vor Björn. Björn heißt ja Bär. Björn heißt Bär, genau. Björn heißt auf Schwedisch Bär. Wie krass, ich dachte, wir sind raus aus dem Bärengebiet. Eigentlich erkundigen wir uns da immer, aber anscheinend nicht gut genug. Guckt euch diesen Bären doch mal an. Der sieht total nett aus. Der tut uns bestimmt überhaupt nichts. Der will nur unser Futter haben. Alles klar, hier ist er, der Bär. Oder ich weiß nicht, ob die Schweden mich hier jetzt komplett verarschen wollen, aber hier ist eine Ortschaft, die heißt Björn. Nein, einen echten Braunbären haben wir nicht mehr entdeckt. Dafür gab es entlang des Küstenweges, dem Radweg entlang der Ostsee, immer wieder interessante Dinge, die zu einer Pause beim Radeln einluden. Entlang dieses Küstenradweges gibt es immer öfters diese Sitzmöglichkeiten und dann ist alles schematisch aufgeteilt mit Informationstafeln. Da geht es um die Vögel, da geht es um die Pilze, auch noch um die Fische und um vieles mehr. Also es ist super interessant und man kann hier echt eine Menge lernen. Hier steht, dass es in Schweden wohl Tradition ist, dass wenn man wilde Erdbeeren irgendwo sieht, sie auf einem sehr stabilen Grashalm ja auffädelt und dann erst isst. Es ist wirklich wahnsinnig zu sehen, wie viele Beerenarten hier in Schweden sind. Also Schweden ist, glaube ich, nicht nur das Land der Seen und der Wälder, sondern auch das Land der Beeren. Wir haben hier Blaubeeren, wilde Erdbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren, schwarze Krähenbeeren, dann noch irgendwie so Maulbeeren oder so heißen die, glaube ich, ja, Himbeeren. Und ich habe bestimmt noch ein paar vergessen, also unglaublich. Und wir sind jetzt natürlich auf der Jagd, ob wir auch ein paar wilde Beeren pflücken können hier in der Zeit. So, und jetzt haben wir hier so lange an dieser Galerie gestanden und gelesen. Der Wind briest auf. Ihr seht den Himmel, es hat schon ein paar Mal gedonnert. Wir müssen jetzt auf jeden Fall vor dem aufkommenden Gewitter davon brausen. Komm, Fabi, hau rein! Unser kurzer Abstecher in Schweden entlang der Ostküste war schon eine ganz besondere Erfahrung und wir sind froh, diesen Umweg auf unserem Weg nach Norwegen und ans Nordkap in Kauf genommen zu haben. Die Ostsee Schwedens hat sich für uns als wahrer Geheimtipp herausgestellt. Obwohl der Sommer in vollem Gange ist, haben wir so gut wie niemanden getroffen. Keine Touristen, keine Vanlife-Menschen, keine anderen Radreisenden. Zumindest das Letztere würden wir gerne mit diesem Video ändern. Wenn ihr euch also zu Hause in der Natur fühlt, auch gerne mal abseits des Trubels und der asphaltierten Straßen unterwegs seid, lohnt es sich, eure nächste Radreise entlang der Ostsee in Schweden zu verbringen. Nehmt aber am besten moskitosichere Kleidung mit und haltet Ausschau nach den Braunbären. Wir sind jetzt am Ljungan, das ist hier ein größerer Fluss. Hier oben, wir sind hier jetzt in diesem kleinen Dreieck, was hier eingezeichnet ist. Hier oben ist Sundsvall und wir fahren jetzt quasi hier dann auch morgen weiter dran entlang, weil wir wollen ja hier hin. Hier ist irgendwo Norwegen. Hier hinter uns ist jetzt ein Shelter, das wir angesteuert haben, beziehungsweise eine ganze Cabin, eine ganze Blockhütte, eine kleine Lodge. Mal gucken, was uns da so erwartet. Das wollten wir ja auch unbedingt noch mal ausprobieren, solange wir in Schweden sind. Wir haben ja diese App, diese Shelter-App und da sind auch manchmal so ganze Cabins eingezeichnet und heute ist es wohl soweit. Fabian ist gerade vorgelaufen und guckt. Leider war es uns unmöglich, mit den Fahrrädern zu der Cabin zu kommen. Das war sowas von steil und da hätte man wirklich ein erfahrener Wanderer sein müssen. War es mit der Cabin heute? Wir sind jetzt nochmal so einen echt riesen Berg hochgefahren. Also mich hat es irgendwie heute von der Sonne her super krass erwischt. Ich merke so Anzeichen vom Sonnenstich. Und wir sind jetzt aber hier in so einem Waldstück von der Straße ab und werden jetzt auch auf jeden Fall hier bleiben. Es ist nicht am Wasser, es ist auch kein schöner Platz, aber wir werden uns jetzt hier irgendwo hinhauen und ich müsste mal wirklich mir einen Waschlappen auf die Stirn legen und mich einfach mal hinlegen. Das war irgendwie heute, hat mich die Nachmittagssonne und die Abendsonne echt
richtig krass getroffen. Nach einer ruhigen Nacht mit festem Schlaf ging es mir am nächsten Morgen schon wieder besser. Das Wetter war bewölkt und nach den obligatorischen 3 Kaffee am Morgen ging es weiter. Wir verlassen die Ostsee und fahren weiter entlang des Ljungan über Östersund an die norwegische Grenze. Dort werden wir uns wiedersehen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr seid genauso gespannt wie wir auf die aufregende und vor allem bergige Landschaft Norwegens. Abonniert unseren Kanal, um uns auf unserem Weg ans Nordkap und darüber hinaus zu begleiten.